Spätestens seit dem EM-Gewinn mit Spanien ist Nico Williams einer der Shootingstars des Weltfußballs. Doch wie kommt es, dass ein Junge aus dem Baskenland die Fußballwelt so schnell erobert? Nico Williams' Geschichte beginnt noch vor seiner Geburt, als seine Eltern Maria und Felix Williams 1993 aus Ghana flohen. Die beschwerliche Reise führte sie durch die Sahara mit kaum Essen und Wasser, bis sie schließlich Melilla in Spanien erreichten. Maria war zu diesem Zeitpunkt, ohne es zu wissen, mit Nikos älterem Bruder Inaki schwanger, was die Reise für Maria nochmals erschwerte. In Melilla wurden sie kurzzeitig inhaftiert und trafen so auf den Sozialarbeiter Inaki, der ihnen half. Sie gaben an, politische Flüchtlinge aus Liberia zu sein, konnten so der Abschiebung entgehen und ins Baskenland weiterreisen. Aus Dankbarkeit für die große Hilfe des Sozialarbeiters gaben sie ihrem ersten Sohn den Namen Inaki. 9 Jahre später wurde Nico am 12. Juli 2002 in Pamplona geboren. In dieser Zeit lebte die Familie in großer Armut, oft in Sozialwohnungen und abhängig von kirchlichen Spenden. Trotz der harten Umstände stand die Familie stets zusammen und die Liebe zum Fußball war immer präsent. Da Vater Felix beruflich häufig unterwegs war, kümmerte sich der 8 Jahre ältere Bruder Inaki gemeinsam mit ihrer Mutter Maria um Nico. Inaki brachte Nico regelmäßig zum Fußballtraining und unterstützte ihn, wo immer er konnte. Diese enge Betreuung ist ein Grund für das besondere Verhältnis der beiden Brüder bis heute. Bereits im Alter von 8 Jahren begann Nico Williams in Pamplona, seinem Geburtsort, beim CD Pamplona Fußball zu spielen. Schon bald wechselte er zur CA Osasuna, wo sein großes Talent schnell auffiel. Mit 11 Jahren zog es ihn dann schließlich zu Athletic Bilbao, dem Verein, in dem auch sein Bruder Inaki spielte. Dort durchlief er alle Jugendabteilungen und entwickelte sich zu einem der vielversprechendsten Talente. Parallel wurde er auch ab der U18 zur spanischen Jugendnationalmannschaft eingeladen, wo er vor allem mit seinem Speed und seiner Torgefahr glänzte. Nach 7 Jahren bei Bilbao machte Nico in der Saison 2019/20 seine ersten Schritte im Profifußball und spielte zunächst für Bilbao Athletic, das Farmteam von Bilbao in der 3. Liga. 1,5 Jahre später war es dann soweit. Am 28. April 2021 gab er sein Debüt in der Primera División. Zusammen mit seinem älteren Bruder Inaki wurde er durch seine Schnelligkeit, sein außergewöhnliches Dribbling, seine Torgefährlichkeit, seine Beifüßigkeit und seine beeindruckende Technik zum absoluten Publikumsliebling. So kam es, dass Nico sich zu einem der wichtigsten Spieler bei den Leones entwickelte, was auch ein Blick auf seine Statistik zeigt. In 122 Spielen für Athletic Bilbao erzielte Williams 20 Tore und gab 26 Vorlagen. Außerdem stieg sein Marktwert von 1,5 auf über 60 Millionen Euro. Sein Höhepunkt auf Vereinsebene war dieses Jahr der Copa del Rey-Gewinn. Dank seiner beeindruckenden Leistungen wurde Nico Williams mit 20 Jahren in die spanische Nationalmannschaft berufen. Sein Debüt gab er am 24. September 2022 bei der 1:2-Niederlage gegen die Schweiz. Seitdem folgten 19 weitere Länderspieleinsätze, inklusive seines EM-Debüts in der Gruppenphase beim 3:0-Sieg gegen Kroatien. Besonders hervorzuheben ist sein Auftritt beim Sieg gegen Italien, den Nico selbst als seine kompletteste Leistung bezeichnete. Wenn euch diese Art von Videos gefallen, lasst gerne ein Like, ein Kommentar und ein Abo da, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. In den EM-Spielen bildete Nico gemeinsam mit Lamine Yamal eine brandgefährliche Flügelzange. Im Finale gegen England erzielte er auch so das wichtige 1:0 auf Vorlage von Yamal. Insgesamt kam Williams bei der EM in 6 Spielen auf 2 Tore und 1 Vorlage, was ihn zu einem der wichtigsten Spieler im Team machte und maßgeblich zum 4. Europameistertitel Spaniens beitrug. Dementsprechend wurde er auch in das offizielle Team des Turniers gewählt. Eine besondere Geste nach dem EM-Titel unterstreicht zudem seinen Charakter. Nach der Siegerehrung überreichte er seiner Mutter als Zeichen der Dankbarkeit seine goldene Medaille. Damit wollte er ihr für all das danken, was sie ihm ermöglicht hat und für die Opfer, die sie während der Flucht nach Spanien auf sich genommen hat, um ihm und seinem Bruder Inaki ein besseres Leben zu bieten. Mit 21 Jahren hat Nico bereits Unglaubliches erreicht und seine Karriere steht erst am Anfang. Viele Topclubs wie Barcelona, Chelsea sowie Bayern München möchten ihn deshalb gerne verpflichten. Was meint ihr? Bei welchem Verein wird Nico Williams in der nächsten Saison spielen? Und hat er das Potenzial zum absoluten Weltstar?